Welcome to the Apollo Planetarium. Please take a seat and familiarize yourself with the 3 consoles. The console in front of you is the video player. You can watch a trailer or purchase the award-winning 3D film Capcom Go, The Apollo Story. Unsere Geschichte beginnt in den 1950er Jahren, als die konkurrierenden Supermächte Sowjetunion und USA ihren Wettstreit begannen, um die besten Raumschiffe zu bauen. Den ersten Triumph erzielten die Sowjets, als sie mit Sputnik 1 den ersten künstlichen Erdsatelliten in die Umlaufbahn brachten. Einen Monat später starteten sie einen zweiten Satelliten, diesmal mit einem lebenden Passagier, dem Hund Laika. Die Amerikaner gaben alles für die Aufholjagd und starteten im folgenden Jahr mit Explorer 1 ihren ersten Satelliten. Innerhalb von 3 Jahren hatten sie ihre Technologien so weit entwickelt, dass sie den Schimpansen Ham erfolgreich in den Weltraum schießen und wieder auf die Erde zurückbringen konnten. Dann jedoch gelang den Sowjets ein weiterer großer Triumph. Der Kosmonaut Juri Gagarin umkreiste als erster Mensch die Erde. Weniger als einen Monat später wurde der Astronaut Alan Shepard der erste Amerikaner im All. Sein erfolgreicher Flug gab Amerika das Vertrauen in sein Raumfahrtprogramm. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space. Bevor wir uns anschauen, wie die NASA den Weg zum Mond geplant hat, müssen wir uns zunächst mit den Grundlagen befassen. Erstens, die Entfernung. Der Mond ist etwa 400.000 Kilometer von der Erde entfernt. Würden wir alle anderen Planeten im Sonnensystem aneinanderreihen, so ergäbe das gerade diese Strecke. Der Mond ist in ständiger Bewegung und umkreist die Erde in etwas mehr als 27 Tagen. Es gibt dort keine Luft zum Atmen und die sonnenbeschienene Oberfläche wird sehr heiß, bis zu 127 Grad Celsius. Im Schatten wird es jedoch kalt und die Temperatur fällt auf minus 173 Grad. Wie also wollte die NASA die Menschen dazu bringen, diese große Entfernung zu überwinden und unter derart extremen Bedingungen zu überleben? Der Plan war, die Reise in Etappen zu unterteilen. Die erste Etappe bestand darin, vom Boden abzuheben. Dafür entwickelte man die gewaltige Saturn V. Die dreistufige Rakete ist bis heute das leistungsstärkste Startsystem aller Zeiten. Statt das gesamte Raumschiff auf dem Mond zu landen, konstruierte die NASA eine kleine Landefähre, die während des Fluges an der Rakete befestigt war. Dieses Modul sollte das Zuhause der Astronauten auf der Mondoberfläche sein und sie zum eigentlichen Raumschiff zurückbringen. Als nächstes die Länge der Reise. Die NASA berechnete, dass es etwa 4 Tage dauern würde, um den Mond zu erreichen. Das Raumschiff musste in der Lage sein, den gesamten Bedarf an Lebensmitteln, Wasser, Luft und Treibstoff zu transportieren, den die 3 Astronauten für ihre Hin- und Rückreise benötigten. 2 Astronauten sollten mit der Mondlandefähre auf den Mond absteigen. Ein Astronaut sollte im Orbit bleiben. Aber es waren auch Raumanzüge nötig. Diese mussten die Astronauten schützen und flexibel genug sein, damit sie sich leicht bewegen konnten. Und zu guter Letzt sollten sie auch wieder nach Hause kommen. Das winzige Raumschiff, das landen sollte, war nur ein kleiner Teil der Spitze der gewaltigen Saturn V. Dieses gewaltige Projekt erhielt den Namen Apollo. Sobald der Plan ausgearbeitet war, begann die NASA mit der Auswahl der Astronauten, indem die besten Testpiloten angeworben wurden. Die erste Gruppe und ihre Angehörigen zogen nach Houston, um 1963 mit dem Training zu beginnen. Für die Konstruktion der Komponenten der Mission warb die NASA die besten Wissenschaftler, Ingenieure und Mathematiker an und versicherte sich auch der Unterstützung von Spezialfirmen und Universitäten aus dem ganzen Land. Das bedeutete, dass die Astronauten durch die ganzen Vereinigten Staaten von Amerika reisen mussten. An einem Tag waren sie in Virginia, um die Mondlandung zu trainieren. Am nächsten Tag im Hafen von Los Angeles, um die Rückkehr zur Erde zu trainieren. Danach übten sie in Houston mit ihren Raumanzügen. Anschließend wurden sie zum Kennedy Space Center in Florida geschickt.
Von hier aus sollten sie ihre Reise ins All antreten, um die neuen Systeme zu testen. Im Orbit lernten sie auch, wie man Weltraumspaziergänge durchführt. Während das Raumschiff die Erde umkreiste, ermöglichten Radioteleskope auf der ganzen Welt eine ständige Kommunikation mit den Astronauten. Mithilfe dieses internationalen Kommunikationsnetzwerkes war es möglich, die Mondmissionen von einem einzigen Gebäude in Houston, Texas aus durchzuführen, der Mission Control. Aufgrund der Komplexität des Raumschiffes wurden die Astronauten rund um die Uhr von Teams aus Wissenschaftlern, Ingenieuren und Ärzten unterstützt. Durch die Beobachtung der in Mission Control angezeigten Daten konnten sie den Astronauten bei der Steuerung des Raumschiffs helfen. Hier wurden alle Parameter überwacht, von der Position und Geschwindigkeit des Raumschiffs bis hin zu Gesundheitsdaten der Astronauten. Alle Teams hielten den Flight Controller, das heißt den für den Kontrollraum und die Einhaltung des Missionsplans zuständigen Mitarbeiter, ständig auf dem Laufenden. Aber nur eine Person durfte mit der Crew sprechen, der Capcom, der Verbindungssprecher, der normalerweise auch ein ausgebildeter Astronaut war. Während die Astronauten damit beschäftigt waren, zu trainieren und das Raumschiff zu testen, musste man die erforderlichen Flugbahnen bestimmen, um sie auf den Mond zu bringen. Reisen im Weltraum sind kompliziert, da alles in Bewegung ist. Der Mond selbst bewegt sich mit mehr als 3.500 Kilometer pro Stunde. Um also die für das Raumschiff erforderlichen Geschwindigkeiten, Massen und Kräfte zu berechnen, brauchte die NASA außergewöhnliche Menschen, wie beispielsweise Katherine Johnson. Sie leitete eine Gruppe von Mathematikerinnen, die allein unter Einsatz von Bleistiften, Gleichungen und ihres brillanten Verstandes ein Raumschiff zum Mond bringen sollten. Anfänglich wurden sie selbst als Computer bezeichnet. Als die neuen elektronischen Computer zuverlässiger wurden, arbeiteten viele dieser Frauen als Programmiererinnen und entwickelten eine neue Software für die Raumfahrt. Es war Margaret Hamiltons Team, das die Computersoftware schrieb, die es den Apollo-Astronauten ermöglichen sollte, auf dem Mond zu landen. Kennedys Erklärung, als erster einen Menschen auf dem Mond landen zu lassen, und dies bis zum Ende des Jahrzehnts, übte enormen Druck auf alle Beteiligten des Apollo-Programms aus. Infolgedessen wurde in großer Eile ein frühes Apollo-Raumschiff montiert und ungetestet übergeben. Am 27. Januar 1967 führten die Astronauten Gus Grissom, Roger Chaffee und Ed White einen Bodentest durch. Aber es gab Probleme, da die Kommunikationsverbindungen zwischen Mission Control und der Kapsel immer wieder versagten. Gus Grissom beklagte sich. Als Teil der Tests wurde die Kapsel unter Druck gesetzt, indem sie mit reinem Sauerstoff befüllt wurde. Dann, vielleicht durch einen Funken aus einem defekten Kabel, entzündete sich die sauerstoffreiche Atmosphäre. Die nach innen öffnende Luke machte jede Rettung unmöglich. Alle 3 Astronauten kamen bei dem Brand auf tragische Weise ums Leben. Ihr Verlust hatte erhebliche Auswirkungen auf das Programm. Infolgedessen wurden alle Verfahren, Systeme und Leitungen überprüft, sodass sich ein Unfall dieser Art nie wieder ereignen konnte. Das Apollo-Programm ging weiter, jetzt allerdings mit größerer Vorsicht und der Sicherheit der Besatzung verpflichtet. Die Raketen und Raumschiffe wurden weiter verbessert, allerdings ohne Astronauten an Bord. Apollo 4 war ein großer Erfolg. Alle Raketenstufen der Saturn V arbeiteten zum ersten Mal zusammen, was mit Apollo 5 und 6 weiter verbessert wurde. Apollo 7 war der erste bemannte Flug, bei dem das Raumschiff fast 11 Tage lang im erdnahen Orbit getestet wurde. Apollo 8 war ein Durchbruch in der Raumfahrt. Zum ersten Mal verließen Menschen die Erde, umkreisten den Mond und kehrten zurück. Bei Apollo 9 arbeiteten erstmals alle Komponenten zusammen. Apollo 10 war eine Generalprobe im Mondorbit. Die Testphase war abgeschlossen. Es war an der Zeit, das letzte Ziel zu erreichen, den Mondspaziergang. Wir schreiben den 16. Juli 1969 im Kennedy Space Center in Florida. Auf der Startrampe stand die größte jemals gebaute Rakete. 111 Meter hoch und fast 3000 Tonnen schwer. Die Saturn V.
Ganz oben, in einer winzigen Metallkapsel, befinden sich die Astronauten von Apollo 11. Ihre Namen sind Neil Armstrong, Buzz Aldrin und Michael Collins. Sie sollen den ersten Versuch einer Landung auf dem Mond unternehmen. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Your go for separation. Roger, we copy. Nach 3 Tagen im All begannen die Astronauten von Apollo 11, sich darauf vorzubereiten, abzubremsen und das Raumschiff in eine Umlaufbahn um den Mond zu bringen. Dieses Manöver musste jedoch auf der Rückseite des Mondes ohne jeden Funkkontakt durchgeführt werden. Ein Fehler zu diesem Zeitpunkt könnte bedeuten, dass die Astronauten auf den Mond oder, schlimmer noch, in die Tiefen des Weltalls stürzen, ohne jede Hoffnung auf Rückkehr. Die Astronauten waren auf sich allein gestellt. Es gab nichts, was Mission Control unternehmen konnte, außer zu warten. Apollo 11, this is Houston. How do you read? Apollo 11, this is Houston. Do you read over? Apollo 11, Houston, do you read? Reading you loud and clear, Houston. How are you? Roger, reading you the same. Die Berechnungen waren auf die Sekunde genau. Apollo 11 war nun in der Mondumlaufbahn. Roger, we concur, and we certainly wish we could see it firsthand also. Jetzt war es soweit. Neil Armstrong und Buzz Aldrin wechselten in die Mondlandefähre und waren bereit, die erste Mondlandung überhaupt zu versuchen. Während sie sich vom Kommandomodul lösen, bleibt Michael Collins allein darin zurück. Er weiß, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass er die Rückreise zur Erde allein antreten wird. Es gibt 3 mögliche Ergebnisse für ihren Versuch: Landung, Abbruch der Landung oder Absturz. In der Mission Control überwachen Flugdirektor Gene Kranz und sein Team den Weg der Landefähre. Okay, all flight controllers, go for powered descent. Retro? No. Fido? Go. Guide? Go. Control? Go. Telcom? Go. GNC? Go. Ecom? Go. Surgeon? Go. Capcom, word go for powered descent. Eagle looking great, your go. Roger, understand, go for landing, 3,000 feet. Into the ag, 47 degrees. Roger. 37 degrees. 1201. 1201. Roger, 1201 alarm. Ein Alarm ertönt. Etwas stimmt nicht mit dem Computer. Mission Control muss schnell entscheiden, ob die Mission abgebrochen werden soll. Sie beschließen, fortzufahren. Roger, copy.
In der Landefähre erkennt Armstrong, dass sie den geplanten Landeplatz verpassen werden und auf ein Geröllfeld zusteuern. Er übernimmt die Kontrolle vom Landecomputer. Die vielen Trainingsstunden machen sich bezahlt. Neil Armstrong versucht, einen ebenen Landeplatz zu finden. Aber der Landefähre geht der Treibstoff aus. Wenn die Anzeige auf 0 geht, müssen sie abbrechen. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. Thank you. Okay, we're going to be busy for a minute. Fire by Columbia. He has landed. Tranquility Base. Eagle is at Tranquility. Over. Yeah, I heard the whole thing. Fantastic. Es ist geschafft. Dieser Moment war das Ergebnis aller am Apollo-Programm Beteiligten. Gemeinsam hatten sie Menschen auf den Mond gebracht. Und sie waren dort als Erste. Unten auf der Erde sahen eine halbe Milliarde Menschen zu, wie Neil Armstrong die Leiter hinunterstieg und als erster Mensch den Mond betrat. That's one small step for man. One giant leap for mankind. Minuten später folgte Buzz Aldrin und betrat den Mond. Die beiden Astronauten hatten allerdings wenig Zeit, um die Aussicht zu genießen. In den nächsten 2,5 Stunden fotografierten sie, machten Experimente und sammelten verschiedene Arten von Gestein und Bodenproben ein, um sie nach Hause mitzunehmen. Apollo 11 revolutionierte unser Verhältnis zum All. Wir hatten nun bewiesen, dass wir die Erde verlassen können und unsere ersten Schritte auf einer anderen Welt getan. Als die 3 Astronauten zurückkehrten, waren sie Helden und wurden von einer veränderten Welt gefeiert. Politisch war die Reise zum Mond ein Erfolg für Amerika. Der Wettlauf zum Mond war gewonnen. Das nationale Ideal, dass mit Hingabe alles erreicht werden könne, ja sogar der Mond, hatte gesiegt. Für viele ist dies das Ende der Geschichte. Aber die Landung von Apollo 11 war nur ein erster Schritt der Erforschung des Weltraums durch den Menschen. Mit wiedergewonnenem Vertrauen in ihre Raumschiffe machte sich die NASA daran, andere Regionen des Mondes zu erkunden. Zunächst jedoch musste man an der Präzision arbeiten. Apollo 11 hatte ihren Landeplatz noch um 6 Kilometer verfehlt. Nur 4 Monate später landete Apollo 12 erfolgreich nur 200 Meter von seinem Ziel entfernt, in der Nähe der Raumsonde Surveyor 3. Die Astronauten nahmen Proben und richteten Messstationen ein, die noch lange nach der Rückkehr der Besatzung zur Erde Daten übertrugen. Bei Apollo 13 gelang die Mondlandung nicht. In einer frühen Phase der Reise explodierte ein Sauerstofftank, sodass die Besatzung gezwungen war, die Mission abzubrechen. Ihre Geschwindigkeit war jedoch zu hoch, um umzudrehen und direkt zur Erde zurückzufliegen. Vielmehr mussten sie die Anziehungskraft des Mondes nutzen, um das Raumschiff nach Hause zu katapultieren.
Mission Control arbeitete rund um die Uhr. Über Funk leitete der Capcom die Crew durch alle Pläne, die die Teams ausgearbeitet hatten, um sie am Leben zu erhalten. Tatsächlich überlebten alle 3 Astronauten, wenn auch nur knapp. Aufgrund von Etateinschränkungen war die NASA gezwungen, die Zahl der geplanten Mondmissionen zu reduzieren. Um die Reichweite der Forschungsarbeiten der Astronauten zu vergrößern, entwickelten die Ingenieure einen elektrischen Mondrover. Mit Apollo 15 nahm die Erkundung des Mondes buchstäblich Fahrt auf. Die ersten Astronauten waren Ingenieure und konnten wissenschaftliche Experimente durchführen. Aber nun erkannte die NASA, dass man einen ausgebildeten Geologen brauchte, um die für eine Untersuchung und den Transport zur Erde wertvollsten Gesteine zu identifizieren. So wurde Harrison Schmitt bei Apollo 17 der erste Wissenschaftler, der den Mond betrat. Die von Apollo 17 mitgebrachten Proben geben uns heute Einblicke in die Entwicklung unseres Mondes. Am 14. Dezember 1972 hinterließ Gene Cernan den letzten Fußabdruck auf dem Mond. Seither hat niemand mehr den Mond betreten. 3, 2, 1, right away, Houston. Im Rückblick erscheint es unglaublich, dass all dies vor so langer Zeit möglich war. Aber warum sind wir nie zurückgekehrt? Apollo hat gezeigt, dass der Mensch den Mond erreichen kann, jedoch nur für kurze Besuche, was die Erforschung extrem kostspielig machte. Die Herausforderung besteht also darin, dass wir, wenn wir das Weltall erforschen wollen, zuerst lernen müssen, wie wir dort leben können. Seit dem Apollo-Programm beschränken sich die Astronauten auf den erdnahen Orbit. Kleine Raumstationen wie die Mir und das Skylab waren Vorreiter für Technologien für das Leben im Weltraum. Weitere Länder haben damit begonnen, ihre eigenen Raumfahrtprogramme zu entwickeln. 15 Nationen haben sich zusammengeschlossen, um die internationale Raumstation zu bauen. An Bord dieses Wissenschaftslabors lernen Astronauten und Wissenschaftler, wie man über lange Zeiträume im Weltraum lebt. Ihre Arbeit hilft uns, uns auf das nächste Ziel vorzubereiten, nämlich nicht nur den Mond für ein paar Tage zu besuchen, wie es beim Apollo-Programm der Fall war, sondern dort zu leben und zu forschen. Wir lernen noch, sind aber realen Lösungen schon verlockend nahe. Bald werden wir eine neue Generation von Menschen benötigen, die unser nächstes großes Abenteuer im Weltraum gemeinsam planen.
Es ist ein langer Weg von den ersten Ideen und Träumereien von Mondreisen bis zur ersten Mondlandung. Schon im 12. Jahrhundert finden in China Starts von Raketen statt. Die Chinesen können Raketen noch lange nicht für die Raumfahrt einsetzen. Sie verwenden kleine Feuerwerksraketen, um in Schlachten die Pferde ihrer Feinde zu erschrecken. Gegen Ende des Mittelalters im Jahr 1555 zündet der Deutsche Konrad Haas die erste mehrstufige Rakete. Haas beschreibt die Prinzipien der Raketentechnik als Waffe und Feuerwerk. Er beschäftigt sich auch mit verschiedenen festen und flüssigen Raketentreibstoffen, doch Personen können zu dieser Zeit noch nicht mit Raketen befördert werden. Fast 350 Jahre später, im Jahr 1903, befasst sich der Russe Konstantin Eduardowitsch Tsiolkovsky genauer mit der Raumfahrttheorie und veröffentlicht seine Raketengrundgleichung in dem Buch Die Erforschung des Weltraums mittels Reaktionsapparaten. Um der Erdgravitation entfliehen zu können, schlägt Tsiolkovsky vor, flüssige Raketentreibstoffe in Erwägung zu ziehen. Der deutsche Raketenpionier und Visionär Hermann Oberth entwickelt 1917 ein realistisches Konzept für eine mit flüssigem Treibstoff betriebene bemannte Weltraumrakete und schreibt 1923 das Buch Die Rakete zu den Planetenräumen, in dem er viele zukünftige Entwicklungen der Raumfahrt voraussagte. 1926 startet Robert Goddard in den USA die erste Flüssigkeitsrakete. Die kleine Rakete bleibt nur 2,5 Sekunden in der Luft, fliegt dabei 50 Meter weit und 14 Meter hoch. Sein Beitrag zur Raumfahrt wird allerdings erst weit nach seinem Ableben erkannt und gewürdigt. Wernher von Braun entwickelt 1928 in Deutschland schon in jungen Jahren nach der Theorie seines Mentors Hermann Oberth einen innovativen Raketenantrieb und wird später im Zweiten Weltkrieg der entscheidende Konstrukteur der ersten militärischen Flüssigkeitsrakete mit der offiziellen Bezeichnung Aggregat 4, im allgemeinen Sprachgebrauch auch V2, die Vergeltungswaffe genannt. Die deutsche V2 ist eine strategische Fernwaffe mit einer Länge von 14 Metern. Aufgrund ihrer hohen Geschwindigkeit ist eine Vorwarnung mit Fliegeralarm nicht möglich. Die unerwarteten Einschläge in London haben eine bisher unvorstellbare terrorisierende und demoralisierende Wirkung auf die Bevölkerung. Die V2-Rakete ist auch das erste von Menschen gebaute Objekt, das die Grenze zum Weltraum in einer Höhe von 100 Kilometern überschreitet. 1945 nach Kriegsende sind die deutschen Experten für Raketentechnik aufgrund ihres großen technologischen Vorsprungs äußerst begehrt für die USA und die Sowjetunion. Im darauf folgenden Kalten Krieg rivalisieren der Westen und der Osten mit ihren unterschiedlichen Weltanschauungen. Die Atombombe, bislang nur mit Flugzeugen einsetzbar, wird mit dem Einsatz von Raketen zur bedeutendsten neuen Waffe des Kalten Kriegs. Mit der von Wernher von Braun weiterentwickelten V2, nun Redstone genannt, findet 1953 ein Testflug der ersten amerikanischen ballistischen Trägerrakete statt. Am 4. Oktober 1957 schießt die Sowjetunion den ersten Satelliten, den Sputnik, in den Erdorbit. Selbst Funkamateure können das bedrohliche und monotone Funksignal des ersten künstlichen Erdtrabanten weltweit empfangen. Damit demonstriert der Osten, dass er jetzt jeden Ort auf der Erde mit interkontinentalen Nuklearwaffen erreichen kann und feiert somit seine militärische Überlegenheit. Im Westen löst diese neue Bedrohung aus dem Weltall den sogenannten Sputnik-Schock aus. Die USA ziehen nach und bringen ebenfalls einen Satelliten, den Explorer, in eine Erdumlaufbahn. Die Angst vor einer weltweiten Apokalypse wächst nun täglich. Jetzt wird ein möglicher dritter Weltkrieg mit nuklearen Interkontinentalraketen immer wahrscheinlicher. 1958 wird in den USA die zivile Raumfahrtbehörde NASA gegründet und das erste Raumfahrtprogramm Mercury ins Leben gerufen. Der Wettlauf ins Weltall nimmt somit richtig Fahrt auf. Die Sowjetunion baut ihren Vorsprung weiter aus und schickt am 12. April 1961 mit dem Kosmonauten Juri Gagarin den ersten Menschen mit einer Vostok-Rakete ins Weltall. Die Amerikaner suchen nun mit Hochdruck nach einer Disziplin, in der sie die Sowjets sicher besiegen können. Nur die Landung auf dem Mond wird dafür als geeignet angesehen. Am 25. Mai 1961 überzeugt Präsident John F. Kennedy den US-Kongress von der Mondmission und legitimiert so auch deren milliardenschwere Finanzierung. Mit seiner historischen Rede gibt er den Startschuss für die Mondlandung und das dafür erforderliche Apollo-Programm.
I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Wir schreiben das Jahr 1961 und das Apollo-Programm nimmt Fahrt auf. Als Vorbereitung dafür startet die NASA parallel dazu das Gemini-Programm, um die erforderlichen Erfahrungen für Rendezvous-Manöver und Navigation im Erdorbit zu sammeln. Für das Apollo-Programm, das die Mondlandung zum Ziel hat, entwickeln Wernher von Braun und Arthur Rudolph die bisher größte und stärkste Trägerrakete. Sie besteht aus 3 Stufen, hat eine Höhe von 110 Metern, einen Durchmesser von 10 Metern, ein Startgewicht von etwa 3000 Tonnen und Triebwerke mit einer Schubkraft von 160 Millionen PS. Sie trägt den Namen Saturn V. Zwischen 1961 und 1966 finden mehrere unbemannte Apollo-Teststarts mit kleineren Raketen aus der Saturn-Familie statt. 1967 erlebt das Apollo-Programm eine tragische Katastrophe. Am 27. Januar bricht während einer Bodentrainingssimulation in der Testkommandokapsel wegen einer Fehlfunktion plötzlich ein Feuer aus, bei dem alle 3 Astronauten ums Leben kommen. Die verstorbene Crew erhält posthum die Missionsbezeichnung Apollo 1. Ein bemannter Apollo-Testflug wird erst im Oktober 1968 mit Apollo 7 durchgeführt. Bei dieser Mission werden verschiedene Manöver noch mit einer kleinen Saturn 1B-Rakete im Erdorbit erprobt. Am 21. Dezember fliegen die Astronauten bei Apollo 8 bereits zum ersten Mal mit einer großen Saturn V zum Mond. Die durchschnittliche Flugzeit dorthin beträgt etwa 3 Tage. Am Heiligabend erreicht die Crew den Mondorbit, wo die Astronauten die ersten Zeilen der biblischen Schöpfungsgeschichte verlesen. Bei der 10-maligen Umrundung des Mondes entstehen mehrere spektakuläre Bilder, darunter auch das bekannte Erdaufgangsfoto. Eine Landung auf dem Mond ist dabei noch nicht vorgesehen. Im März 1969 wird bei Apollo 9 das Docking- und Rendezvous-Manöver mit der Landefähre im Erdorbit durchgespielt und der Apollo-Raumanzug wird bei einem Außenbordeinsatz im Weltall getestet. Schon 2 Monate später im Mai fliegt die Apollo 10 Crew zum Mond, um einen Testlandeanflug durchzuführen. Dabei nähert sich die Landefähre das Lunar-Modul bis auf 14 Kilometer an die Mondoberfläche an. Somit wurden alle notwendigen Manöver bis auf die Landung selbst durchgeführt. Einer Mondlandung steht somit nichts mehr im Wege. Mit Apollo 11 scheint nun die Zeit für die Mondlandung gekommen zu sein. Hier siehst du ein Modell von Erde und Mond im korrekten Abstands- und Größenverhältnis. Die folgende Simulation läuft im Zeitraffer ab. Am Morgen des 16. Juli 1969 im Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida, steigen die 3 Astronauten Neil Armstrong, Buzz Aldrin und Michael Collins in die Saturn V ein. Nach dem Zünden der 5 F-1-Triebwerke hebt die Rakete langsam mit ohrenbetäubendem Lärm ab. Nach 2 Minuten und 44 Sekunden wird die ausgebrannte Raketenstufe in einer Höhe von 59 Kilometern abgesprengt. Die zweite Stufe wird gezündet und kurz danach wird der Rettungsturm entfernt, da dieser nicht mehr benötigt wird. Die Trennung der zweiten Stufe erfolgt nach circa 9 Minuten in einer Höhe von 166 Kilometern. Stufe 3 zündet und erreicht nach fast 12 Minuten Flugzeit den Erdorbit in einer Höhe von 190 Kilometern. Nach 1,5 Erdumrundungen zündet die dritte Stufe erneut für 6 Minuten, um die restliche Rakete aus der Erdumlaufbahn und auf Mondkurs zu bringen. Gleich nach Verlassen des Erdorbits kommt es zum ersten gewagten Manöver, dem Umsetzen, Andocken und Herausziehen. Dabei wird das Kommandoservice-Modul, kurz CSM, auch Columbia-Raumschiff genannt, von der dritten Stufe getrennt, um 180 Grad gedreht und an die Landefähre angedockt, welche dann mit dem Kommandoservice-Modul aus der nicht mehr benötigten Raketenstufe herausgezogen wird. Der lange Flug zum Mond kann jetzt beginnen. Dabei rotiert das Raumschiff kontinuierlich um seine eigene Achse, wodurch die Temperatur aufgrund der permanenten Sonneneinstrahlung aus einer Richtung und der Kälteeinwirkung von der gegenüberliegenden Schattenseite gleichmäßig verteilt wird. Ein einseitiges Aufheizen und Einfrieren des Schiffs wird dadurch verhindert. Nach dem 3-tägigen Flug erreichen die Astronauten den Mond. Durch ein Bremsmanöver schwenken sie in eine Umlaufbahn ein. Am 20. Juli 1969 steigen Neil Armstrong und Buzz Aldrin in die Landefähre namens Eagle um.
während Collins im Columbia-Raumschiff verbleibt. Die Mondlandefähre wird vom Kommando-Service-Modul abgekoppelt, die Landebeine werden ausgeklappt und die automatische Abstiegssequenz wird eingeleitet. Unglücklicherweise kommt es beim Abkoppeln zu unbeabsichtigten minimalen Abweichungen beim Timing. Daraufhin berechnet der Bordcomputer fälschlicherweise eine Landestelle, etwa 6 Kilometer hinter dem ursprünglich geplanten Landegebiet. Zudem kommt es während des Abstiegs ab einer Höhe von etwa 1,5 Kilometern zu den Alarmmeldungen 1202 und 1201. Da die Astronauten jetzt ihre volle Aufmerksamkeit den aktuellen Fehlermeldungen widmen, rückt das Korrigieren des versetzten Landeziels in den Hintergrund, da dies den sofortigen Abbruch der Landung bedeuten könnte. Der Alarm wird sofort unter Hochdruck vom Kontrollzentrum in Houston, Texas geprüft. Und es stellt sich heraus, dass das Rendezvous-Radar versehentlich noch zum Landeradar eingeschaltet ist, was den Bordcomputer mit nicht vorgesehenen Daten überflutet. In Houston werden die Meldungen als unkritisch eingestuft, sodass die Landung im Mare Tranquillitatis fortgesetzt werden kann. Armstrong, der noch kurz vor der Landung durch das Fenster blickt und bemerkt, dass die zuvor vom Computer berechnete Landestelle direkt in einem riesigen Geröllfeld liegt, übernimmt sofort durch manuelle Steuerung und überfliegt das gefährliche Terrain mit unzähligen großen Felsbrocken am Rande des Westkraters. Die rote Linie zeigt die vom Autopilot berechnete Trajektorie. Die grüne Linie zeigt die von Armstrong tatsächlich manuell geflogene Landeflugbahn mit der etwa 500 Meter westlich liegenden Landestelle auf einem ebenen und sicheren Terrain. Am 21. Juli 1969 verlassen Neil Armstrong und Buzz Aldrin die Mondoberfläche. Nach der Rückkehr in den Mondorbit docken sie mit der Aufstiegsstufe der Mondfähre beim Columbia-Raumschiff an. Die Landefähre wird abgestoßen und die wiedervereinte dreiköpfige Crew macht sich auf die Heimreise zur Erde. Am 24. Juli nach dem dreitägigen Flug entledigen sie sich kurz vor dem Erdwiedereintritt des nicht mehr benötigten Servicemoduls. Der Eintritt in die Erdatmosphäre ist eine sehr kritische Phase der Mission. Dabei heizt sich das Kommandomodul bis auf fast 3000 Grad Celsius auf. Ein spezieller Hitzeschild schützt das Raumschiff vor dem Verglühen. Abgebremst durch Fallschirme wassern die drei Astronauten sicher im Pazifischen Ozean ca. 1800 Kilometer südwestlich von Hawaii. Vor Ort befand sich bereits der Flugzeugträger Hornet. Dessen Bergungscrew bringt die drei Raumfahrer mit einem Sikorsky-Hubschrauber sicher an Bord. Aus Furcht vor fremden Weltraummikroorganismen verbringen die Astronauten noch eine 17-tägige Quarantäne in einem isolierten Modul. Am 13. August 1969 werden die Mondlandungshelden in New York mit einer Parade gefeiert. Die USA haben den Wettlauf zum Mond gewonnen. Zwischen 1969 und 1972 finden genau 6 bemannte Apollo-Mondlandungen statt. Dabei betreten 12 Menschen den Mond. 1970 kommt es bei Apollo 13 während des Hinflugs zum Mond zu einem technischen Zwischenfall, der die Crew zu einem sofortigen Rückflugmanöver zwingt. Die Apollo 13 Astronauten können nicht wie geplant auf dem Mond landen. Bei Apollo 15, 16 und 17 ist ein elektrisch betriebenes Mondauto an Bord, das Lunar Roving Vehicle, kurz LRV. Mit dem Mondauto kann mehr Mondgestein transportiert und bei Oberflächenexkursionen der Aktionsradius erweitert werden. Der Zweisitzer hat eine Höchstgeschwindigkeit von 13 km/h und eine maximale Reichweite von 90 Kilometern. Mit der Kamera des Mondautos werden auch die Starts der Aufstiegsstufen bei Apollo 16 und 17 gefilmt. 1972 wird das Apollo-Programm aus finanziellen und innerpolitischen Gründen eingestellt. Das Apollo-Programm kostete 25,4 Milliarden US-Dollar, was heutzutage fast 164 Milliarden Dollar entsprechen würde. Insgesamt waren bis zu 400.000 Menschen daran beteiligt. Nach Apollo werden Saturn-Raketen auch noch beim Skylab-Projekt bis 1973 eingesetzt. Das Skylab war die erste und einzige rein US-amerikanische Forschungsstation im Erdorbit. Das Weltraumlabor bestand im Wesentlichen aus der zweiten Stufe einer Saturn-Rakete. Zeitgleich zu Apollo entwickeln die Sowjets ihr eigenes Mondlandeprogramm mit der N-1-Trägerrakete. 1974, nachdem es beim Wettlauf zur Mondlandung einen klaren Sieger die USA gibt,
stellt die Sowjetunion nach mehreren katastrophal gescheiterten Startversuchen mit der N1 ihr Mondlandeprogramm endgültig ein. Die Rakete kann keinen erfolgreichen Flug absolvieren. Hier siehst du einen Vergleich zwischen der amerikanischen Saturn V und der sowjetischen N1. Gegenübergestellt sind auch die dazugehörigen Landefähren, das Lunar-Modul auch kurz LM genannt, und die sowjetische Mondlandefähre mit der Kurzbezeichnung LK. Der Länder wiegt nur 1/3 der amerikanischen Mondfähre und Platz hat er nur für einen einzigen Kosmonauten. Doch ganz erfolglos war die Sowjetunion nicht. Noch zu Zeiten des Apollo-Programms landet sie 1970 mit einem von der Erde aus ferngesteuerten Rover namens Lunokhod 1 auf dem Mond, dem ersten ferngesteuerten Fahrzeug auf einem fremden Himmelskörper. Der Mondrover ist mit Kameras und mehreren wissenschaftlichen Instrumenten ausgestattet. Im Juli 1975 ist der letzte Start einer Saturn-Rakete. Sie bringt 3 amerikanische Astronauten zu einem bis dahin nicht vorstellbaren Rendezvous. Mitten im Kalten Krieg treffen sich die konkurrierenden Supermächte USA und Sowjetunion im Erdorbit beim Apollo-Soyuz-Test, welches zu dieser angespannten Zeit ein bahnbrechendes Projekt für eine friedliche Zusammenarbeit im Weltall und ein deutliches Signal für den Pazifismus ist. Da die Kopplungssysteme der beiden Raumschiffe nicht kompatibel sind, musste ein spezieller Adapter entwickelt werden. Nach dem Andocken und Öffnen der Luken kommt es zum historischen Handschlag zwischen den Raumfahrern. Beim anschließenden Weltraumdinner wird den amerikanischen Astronauten die russische Nationalspeise Borschtsch aus der Tube kredenzt. Abschließend können die Crews noch gemeinsame wissenschaftliche Experimente durchführen. Mehrere Aufklärungssonden mit unterschiedlichen Aufgaben wurden von den Amerikanern Sowjets und auch von den Europäern bislang zum Erdtrabanten geschickt. Seit 2009 umkreist der NASA Lunar Reconnaissance Orbiter kurz LRO bis heute den Mond. Beim LRO ist neben mehreren wissenschaftlichen Instrumenten auch eine hochauflösende Kamera verbaut, die den gesamten Mond dreidimensional kartiert und unter anderem auch Aufnahmen der historischen 6 Apollo-Landestellen gemacht hat, auf denen neben den Landemodulen und Geräten auch die Fußspuren der Astronauten gut erkennbar sind. Mit der indischen Sonde Chandrayaan 1 geriet der Mond noch weiter in den Fokus der Raumfahrt, da die Sonde die Hinweise von früheren Mondsonden auf Wasser sicher bestätigen konnte. Wasser gibt es dort allerdings nur als Eis in tiefen Kratern bei den Polregionen und in gefrorener und gebundener Form im Gestein und im Mondstaub auch Regolith genannt. Somit rücken jetzt wirtschaftliche Interessen weiter in den Vordergrund, da man nicht nur das lebenswichtige Wasser vor Ort hat, sondern auch Sauerstoff zum Atmen und sogar einen effizienten Raketentreibstoff direkt auf dem Mond herstellen kann. Durch Elektrolyse zerlegt man das Wassermolekül H2O in die beiden Elemente Wasserstoff und Sauerstoff. Der Bau und Betrieb einer Mondbasis mit einem angeschlossenen Raumhafen wäre damit möglich, da man den schweren Rohstoff Wasser nicht von der Erde zum Mond transportieren muss. Auch Raketenstarts auf dem Mond in Richtung Mars wären aufgrund der geringeren Schwerkraft wesentlich effizienter als auf der Erde. Somit wird eine Mondbasis auch zu einem Sprungbrett zu anderen Planeten. China brachte 2013 seinen ersten Rover, den Jadehasen 1, auf den Mond. 2019 landete Jadehase 2 sogar auf der erdabgewandten Seite. Mittlerweile haben auch Privatfirmen wirtschaftliche Interessen an der Raumfahrt und dem Mond. Die konkurrierenden US-amerikanischen Raumfahrtunternehmen SpaceX unter der Leitung des Unternehmers Elon Musk und Blue Origin geleitet vom Amazon-Gründer Jeff Bezos kündigten an, bereits ab Mitte der 20er Jahre ihre eigens entwickelten Raumfahrttechnologien der NASA für ein bemanntes Mondprogramm beizusteuern. Doch bis heute gilt, seit dem 14. Dezember 1972 mit Apollo 17 der letzten Apollo-Mondmission hat kein Mensch mehr den Mond betreten. 20 feet. 100 feet, 3.5 down, 9 forward. 5%. 185. Okay, 75 feet. Starts looking good, down a half. 6 forward. 60 seconds. 60 seconds. Lights on. 6. Down 2.5. Forward. Forward.
That's 40 feet down, 2.5. Picking up some dust. 30 feet, 2.5 down. Straight shadow. And after 30. 4 forward. 4 forward, drift into the right level. 30. 30 seconds. Down a half. 30 seconds. Forward, just. Good. Contact light. Okay, engine stop. ATA at a descent. Boat control, both auto, descent engine command override off. Engine arm off. 413 is in. Tranquility base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. How far and how fast we have come. But condense, if you will, the 50,000 years of man's recorded history in a time span of about a half a century. Stated in these terms, we know very little about the first 40 years, except at the end of them, advanced man had learned to use the skins of animals to cover them. Then about 10 years ago, under this standard, man emerged from his caves to construct other kinds of shelter. Only 5 years ago, man learned to write and use a cart with wheels. Christianity began less than 2 years ago. The printing press came this year. And then less than 2 months ago, during this whole 50-year span of human history, the steam engine provided a new source of power. Newton explored the meaning of gravity. Last month, electric lights and telephones and automobiles and airplanes became available. Only last week did we develop penicillin and television and nuclear power. And now, if America's new spacecraft succeeds in reaching Venus, we will have literally reached the stars before midnight tonight. This is a breathtaking pace, and such a pace cannot help but create new ills as it dispels old. New ignorance, new problems, new dangers. Surely the opening vistas of space promise high costs and hardships, as well as high reward. So it is not surprising that some would have us stay where we are a little longer, to rest, to wait. But this city of Houston, this state of Texas, this country of the United States was not built by those who waited and rested and wished to look behind them. For the eyes of the world now look into space, to the moon, and to the planets beyond. And we have vowed that we shall not see it governed by a hostile flag of conquest, but by a banner of freedom and peace. The exploration of space will go ahead, whether we join in it or not. And it is one of the great adventures of all time. Those who came before us made certain that this country rode the first waves of the Industrial Revolution, the first waves of modern invention, and the first wave of nuclear power. And this generation does not intend to founder in the backwash of the coming age of space. We mean to be a part of it.
we mean to lead it. Its hazards are hostile to us all. Its conquest deserves the best of all mankind. And its opportunity for peaceful cooperation may never come again. But why, some say, the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why, 35 years ago, fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win on the other side. Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy on it. I think the momentous, most memorable thing that I can recall about that particular day was the opportunity while my two friends here were being put into the spacecraft to stand alone by myself out there and look at the rocket and the quietness and see the sun come up and the waves rolling in and the evidence of the millions of people watching, but nothing specific and just so quiet, and to realize that indeed such a contrast was going to take place, all the frantic activity preparing the rocket, but it was so quiet up there for me personally, and that in a very few moments we were going to be departing in a great roar and off for a momentous event. Wow. I thought we had a 90% chance of getting back safely to Earth on that flight, but only a 50-50 chance of making a successful landing on the first attempt. There's so many unknowns in that descending from lunar orbit down to the surface that had not been demonstrated yet by testing. It's a risk-reward equation, and you're able to accept a level of risk so long as it's commensurate with the reward that you will get by achieving the goal that you're after. T-minus 1 minute, 35 seconds on the Apollo mission, the flight to land of the first men on the moon. All indications coming in to the control center at this time indicate we are go. 1 minute, 25 seconds and counting. Our status board indicates the third stage completely pressurized. 80-second mark has now been passed. We'll go on full internal power at the 50-second mark in the countdown. Guidance system goes on internal at 17 seconds, leading up to the ignition sequence at 8.9 seconds. We're approaching the 60-second mark on the Apollo 11 mission. T-minus 60 seconds and counting. We passed T-minus 60. 55 seconds and counting. Neil Armstrong just reported back. It's been a real smooth countdown. We passed the 50-second mark. Power transfer is complete. We're on internal power with the launch vehicle at this time. 40 seconds away from the Apollo 11 liftoff. All the second stage tanks now pressurized. 35 seconds and counting. We are still go with Apollo 11. 30 seconds and counting. Astronauts report it feels good. T-minus 25 seconds. 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff.
We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Tower clear. We got a roll program. Neil Armstrong reporting the roll and pitch program, which puts Apollo 11 on proper heading. Plus 30 seconds. Roll complete and ignition provision. One Bravo. Altitude's 2 miles. Oh, 11 Houston, you're good at 1 minute. Downrange 1 mile, altitude 3-4 miles now. Velocity 2,195 feet per second. 11 Houston, thrusters go. All engines, you're looking good. Hi, Roger, you're loud and clear, Houston. We're through the region of maximum dynamic pressure now. 11 Houston, your guidance is converged. You're looking good. Set 8 miles downrange, 12 miles high. Velocity 4,000 feet per second. Stand by for mode 1, Charlie. Mars, mode 1, Charlie. 1, Charlie. Cliff Charlesworth taking a staging status. This is Houston, you are go for staging. Tower's gone. Roger, tower. Board cutoff. Inboard engines out. I'm in board cutoff. Houston, be advised the visual is go today. This is Houston, roger out. Yeah, they finally gave me a window to look out. I think certainly to go as far away as the moon and look back on the Earth certainly does affect your perspective. And then when you see it, tiny as your thumbnail held out in front of you at arm's length, that sort of gets your attention. A beautiful sight, tiny, pristine, blue and white, very fragile-looking object, shining like a beautiful little headlight out there in the black velvet of space. It does change your perspective. It makes you think that we have to take better care of this little fragile entity, because it is fragile. Apollo 11, this is Houston. Slightly less than 1 minute to ignition, and everything is go. Roger, Apollo 11's go. We confirm ignition, and the thrust is go.
Apollo 11, this is Houston at 1 minute. Trajectory and guidance looks good, and the stage is good. Apollo 11, We're showing velocity 35,570 feet per second. Apollo 11, this is Houston. Around 3.5 minutes. You're still looking good. Your predicted cutoff is right on the nominal. Roger, Apollo 11, go. We're showing velocity 35,570 feet per second. Altitude 177 nautical miles. Apollo 11, this is Houston. You are go at 5 minutes. Roger, Apollo 11, go. And capture. Apollo 11, this is Houston. Radio check, over. Roger, we've got the high gain locked on now, I believe, auto tracking now. Okay, you're coming in loud and clear, but Mike is just barely readable. How is Neil? How are you reading, Mike? Loud and clear now, Mike, and we understand that you are docked. That's fine. Houston, we're ready for LEM ejection. Roger, go for LEM ejection. Thank you. Apollo 11, this is Houston, over. Roger, Houston, Apollo 11, go ahead. Roger, could you give us some comments on how the transposition and docking went, over? Yeah, I thought it went pretty well, Houston, although I expect I used more gas than I've been using in the simulator. Except for using a little more gas, and I'd be interested in your numbers on that. Everything went nominally. This is Houston. Roger, we copy. Eagle, Houston, the alignment and the initialization look good to us, over. Roger, thank you. Eagle, Houston, would you have Columbia go to the high gain, yaw 0, pitch -20, over? Take care. See you later. Apollo 11, Houston, we are go for undocking, over. Roger, understand. Roger, Eagle, undock. Roger, how does it look? The Eagle has wings. Roger. Eagle, Houston, we see you on the steerable, over. I do believe you got thrusters on board that vehicle. Okay, you got it. Do it, native.
Roger. Let us know when you're ready to copy. We have a DOI pad and a PDI pad. Over. Guidance says we're go. Coming up on 5 minutes to ignition. Gene Kranz getting a go, no-go for descent. Okay, all flight controllers. I'm going around the horn. Make your go, no-goes based on the data you had prior to LOS. See, we got it back. Give you another few seconds. We're going. Fine. Okay, retro, go. Vital, go. Guide, go. Control, go. Telcom, go. GNC, go. Ecom, go. Surgeon, go. Capcom, we're go to continue PDI. I'll leave it flu. Relay to it. See if they got me now. I got good signal strength in flu. Okay, you should have him now, Houston. Eagle, we got you now. It's looking good, over. Eagle, Houston, after yaw around angled S-band pitch, -9er, yaw, +18. Altitude 5,200 feet. Manual attitude control is good. Roger, copy. Altitude 4,200. Houston, you're a go for landing, over. Roger, understand. Go for landing. 3,000 feet. Stop alarm. 1201. 1201. Roger, 1201 alarm. Where go? Same type. Where go? 2,000 feet. 2,000 feet. Into the ag. 47 degrees. Roger. 47 degrees. Eagle looking great. Your go. Altitude 1,600. 1,400 feet. Still looking very good. Roger, 1202, we copy it. 35 degrees. 35 degrees. 750, coming down to 23. 700 feet, 21 down. 33 degrees. 100 feet, down to 19. 540 feet, down to 30, down to 15. At 400 feet down at 9. Gate forward. 1050 feet down at 4. 30, rip and a half down. They're pegged on horizontal velocity. 300 feet down, 3.5. 47 forward. On 1.5 down. 70. Got the shadow out there. 50 down at 2.5. 19 forward. Altitude, velocity, light. 8.5 down. 220 feet. 13 forward.
11 forward, come down nicely, 200 feet. 4.5 down, 5.5 down. Within 60 feet, 6.5 down, 5.5 down. 9 forward. Within 20 feet. 100 feet, 3.5 down, 9 forward. 5%. How many bites? Okay, 75 feet. Star's looking good, down a half. 6 forward. 60 seconds. Lights on. Down 2.5. Forward. Forward. 40 feet, down 2.5. Picking up some dust. 30 feet, 2.5 down. Break shadow. 4 forward. 4 forward, drift into the right a little. Down a half. 30 seconds. Forward. Contact light. Okay, engine stop. ATA at a descent. Mode control both auto, descent engine command override off. Engine arm off. 413 is in. We copy you down, Eagle. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. Foot of the ladder, the limb footbeds are only depressed in the surface about 1 or 2 inches. Although the surface appears to be very, very fine-grained as you get close to it. It's almost like a powder. Ground mass is very fine. I'm going to step off the limb now. That's one small step for man, one giant leap for mankind. As the surface is fine and powdery, I can pick it up loosely with my toe. It does adhere in fine layers, like powdered charcoal, to the sole and sides of my boot. I only go in a small fraction of an inch, maybe an eighth of an inch, but I can see the footprints of my boots and the treads and the fine sandy particles. Yeah, this is Houston. We're copying. There seems to be no difficulty in moving around as we suspected. It's even perhaps easier than the simulations of 16G that we performed in various simulations on the ground. Absolutely no trouble to walk around. Richtig geil. Neil and Buzz, the President of the United States is in his office now and would like to say a few words to you. Over. That would be an honor. Go ahead, Mr. President. This is Houston out. Hello, Neil and Buzz. I'm talking to you by telephone from the Oval Room at the White House. And this certainly has to be the most historic telephone call ever made. I just can't tell you how proud we all are of what you do. For every American, this has to be the proudest day of our lives.
and for people all over the world. I am sure they too join with us in recognizing what an immense feat this is. Because of what you have done, the heavens have become a part of man's world. And as you talk to us from the Sea of Tranquility, it inspires us to redouble our efforts to bring peace and tranquility to Earth. For one priceless moment in the whole history of man, all the people on this earth are truly one. One in their pride in what you have done, and one in our prayers that you will return safely to Earth. Thank you, Mr. President. It's a great honor and privilege for us to be here representing not only the United States, but men of peace of all nations, and with interest and a curiosity and with a vision for the future. Honor for us to be able to participate here today. And thank you very much, and I look forward, all of us look forward to seeing you on the Hornet on Thursday. Tranquility Base, Houston. Roger, go ahead. Roger, our guidance recommendation is pings, and you're cleared for takeoff. Roger, understand. We're number one on the runway. Roger. Beautiful. 26, 36 feet per second up. 5 bit of pitch over. Very smooth. Balance come along. Very quiet ride. There's that one crater on there. Feet high, 80 feet per second vertical rise. Here you go, Houston. Request manual start override. Roger. 2,600 feet altitude. Eagle, Houston, you're looking good to us. Boah, ich kriege ja eine Genickstarre. Oh Gott, ey. Hammer. Wirklich hammermäßig, ey, dieses VR. Houston, we got the service module going by. Roger, thank you. And it's rotating just like it should be. Thrusters are firing.
800 nautical miles high, velocity 33,000 feet per second. Houston, we'll have you for about 3-4 minutes through Redstone and then pick you up after blackout through Orion. Roger. Guidance reports Apollo 11 right down the middle of the corridor. And 11 Houston, you're going over the hill there shortly. You're looking mighty fine to us. See you later. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space, and none will be so difficult or expensive to accomplish. Apollo 11, Houston, through Orion. Apollo 11, Houston, and the blind airboss has a visual contact. Apollo 11, Houston, standing by for your history reading, over. Apollo 11, this is Hornet, over. Apollo 1, this is Apollo 11, read the last core, position 1330, 16915. Aircraft reports visual with 3 full tubes. Condition of crew, over. Condition of crew, 3,500 feet on the way down. 11 is Hornet, copy. 11 Hornet, what's your splashdown error, over? Okay, our splashdown error is our warranty longitude, 1330, 16915. That's, For those of us that are lucky enough to go into space and up to the International Space Station, this part of the ride is the most exciting. Seeing the view of planet Earth from space for the first time is something that I will never forget. It's an amazing feat of science and engineering to dock this Soyuz spacecraft blasted off from Kazakhstan with the International Space Station that is traveling around the Earth at 5 miles every second. The International Space Station is closer to us than London is from the tip of Cornwall,
and normally we can rendezvous and dock within 6 hours. However, it can take up to 2 days. There is always a Soyuz spacecraft docked with the ISS, so we can escape from the space station at any time. The Soyuz is like our lifeboat in case of an emergency on board the ISS, such as a fire or depressurization. Those massive sails turn the sun's energy into electricity, which powers the space station. The ISS is solar powered. The great thing about the International Space Station is that it's not owned by a single country, but it's a collaboration of many countries across the world, including the UK. Let me show you what happens inside different parts of the space station. This is Node 1, also called Unity. It's our kitchen, and it's where we come to eat our meals at the end of the day. This module we call the lab, or Destiny. It's the US laboratory, and it's where we do a lot of scientific experiments, and there's also a cycle machine in there. This module is Columbus. It's the European laboratory, and it's where a lot of our European science is located, such as the electronic magnetic levitator. We also do a lot of our human physiology experiments here. This module is Node 2, or Harmony. It's where our crew quarters are, so this is where 4 astronauts sleep on board the space station. This module is Node 3, or Tranquility. It's where a lot of our exercise equipment is, also Blue. Attached to Node 3 is one of the best places on the space station. It's called the cupola, a large Earth-facing window where astronauts can come and take some of those beautiful photographs we see of planet Earth from space.